Früher habe ich auch alle Kisten zugemüllt, aber seit ich Butchbob 42 gucke, passiert mir das nicht mehr. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butchbob, 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 Stardew Valley, Stardew Valley. Mit der Macintosh. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbob 42 und der Macintosh spielen Stardew Valley. Mein Name ist Bob. Und ich bin Butch. Und ich bin Mike. Und die Geister sind heute leicht verstört. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Und wenn euch das gefällt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen auf diesem Kanal. Also ich habe einfach 7 Drachenzähne. Bei mir sind die Geister heute höchst unzufrieden. Sie werden ihr Bestes geben, um dir dein Leben schwer zu machen. Oh, diese ollen Geister, ey. Da sollte Nicht die feine Englische. Da sollte ich vielleicht versuchen, dem Vulkan fernzubleiben, ha? Ja, dann, ich habe gehört, es ist wieder ordentlich Wein fertig. Ah, okay. Ja, ich habe schon alles, also... Achso, sehr gut. Ja, ich Ich habe bin hier schon, die ganze Zeit auf dem Hof. Ich habe schon alles getrunken. Ja. ich Ja, habe man schon kennt's. alles getrunken. So, ja, was machen wir hier eigentlich? Wir suchen immer noch goldene Walnüsse und finden die einfach nicht. Nee, die wollen nicht. Woldene Galnüsse. Und Tagebuchfetzen suchen wir auch noch. Fahrgebuchtätzen. Und heute ist Fest des Wintersterns. Heute ne? ist, stimmt, ja gut. Fest Dann müssen wir des doch aufs Winterwärms. Festland. Aber sowieso nicht. Dann müssen wir wirklich aufs Festland. Na gut. Wird wohl heute die weihnachtliche Weihnachtsfolge. Und wir müssen auch wieder unser Was ist denn das Wintersterngedicht hier? aufsagen. Warum ist hier so viel Scheiß in der Truhe? Ich laufe weg. Ich war's nicht. Doch, ich Na, war's. warte. Oh, Ich habe jetzt schon das zweite Mal einen ich muss Vogel erst mal gefunden, gucken, der wer mir mein ein Wichtel ist. Der mir ein Mineral gegeben hat. Ja, die Ja, die kommen ja immer Regenvögel. wieder. Genau. Ja. Wo kriegt man raus, wer der Wichtel ist? Auf dem Lande In Briefkasten. den Briefen. Also ja, zum einen da, aber du kannst in deiner Sammlung in den Briefen gucken. Ja, das dann geht müsste ja einer nur, wenn von ich den denen- Brief auch schon gekriegt habe. Du hast Ja, alle den hast Briefe, du du doch, gehst den halt hast nie du an doch. deinen Briefkasten, oder? Richtig. Ach so. Sehe ich nämlich immer, dass du deine Briefkasten nicht ausleerst. Du siehst immer die Briefe fliegen. Das kann da noch rein. I see them flying. Kann ich hier irgendwas? Ginger Ale. Ja, das stelle ich her. Maki-Rolle. Stelle ich her. Sashimi. Stelle ich her. Okay. Shazimi. Dann Kauhölzchen-Artefakt. Okay. Kann man das auch in die Knochenmühle reinballern? Bestimmt. Schade. Nee, ging leider nicht. Knarz, Aber gut. Knarz. Ansonsten gucke Ja. ich jetzt erstmal, wer hier mein Wichtel ist. Briefe. Hieß Herausforderung. Ah, gut, dass du es erwähnst. Ich weiß nicht, was dieser Person schenken soll. Über den Brutkasten. Willis Das ist Dankeschön, nicht dein Clint's Briefkasten. Dankeschön. Wo ist denn das Ding eigentlich? Bester Nachbar? Boah, wo ist denn dieser Brief? Oder ist der ganz oben? Wo Nee. ist denn der Brief? Autogreifer? Achso, es gibt ja hier noch eine weitere Seite. Gunthers Notiz? Nee. Hier ist ein Fragezeichen. Achso. Ja. Hä? Ich finde diesen Brief Mein nicht. geheimer Freund Moment. ist Sonny. Oh, jetzt hast du es verraten. Ja, euch. Kannst du nicht verraten, Aber- Mike. Ach so, Ja, darf nicht man? verraten. Oh. Das piep ich raus. Okay. Warte mal. Ich habe keinen Brief hier. Aber sag mir mal, wo ist denn der Brief bei dir? So, Bei also mir vom war er im Raster Briefkasten. ausgehend. Ach so, shit. Nee, Na Briefkasten. gut, dann muss ich jetzt nochmal hier gucken. Robin, Schleim, Eierfest. Piers Dünger, Blumentanz. Muss doch hier unten dann irgendwo sein. Fest des Eises? Nachtmarkt? Geheimer Geschenkgeber, hier. Ach so, einfach. Ja, der wird jedes Jahr einfach aktualisiert, ne? Ja. Das So. macht es dann relativ einfach. Das ist eine sehr einfache, einfach zu beschenkende Person. Relativ. So, hier haben wir. Oh ja, hier haben wir ordentlich Zeug drin. Hey, euer Gewächshaus ist voll der Jungler. Oh! Okay.
Hört auf, die To-Go-Kiste voll zu müllen. Ja, ich meine auch dich, Mike. Ich gehe da seit Jahren nicht ran. Da gehören nur Du bist Sachen mir rein, grad die in den wirklich Rücken irgendwo hin müssen. gefallen. Den ganzen anderen Rest, geh einfach die Weißt du, Kisten wie das durch mit und mach Arbeitsmoral automatisch. ist? Ja, meine ist gut. So, Iridium einschmelzen hier. So, hier ist schon leer. Aber wer hat die und die Kiste zugemüllt? Und ich so, Ja, mach mal nicht. doch. Hey, mein Job ist das Chaos. Euer Job ist, mich zu überzeugen, das zu lassen, aber das ist nicht sehr erfolgreich. Früher habe ich auch alle Kisten zugemüllt, aber seit ich Butchbob 42 gucke, passiert mir das nicht mehr. Kennt ihr das auch? Ihr habt wieder eine Kiste zugemüllt? Wenn ihr das verhindern wollt, guckt die Videos von Butchbob 42. Da wird euch nahegelegt, immer daran zu denken, die Kisten nicht zuzumüllen. Jetzt auch in deinem Internet. Jetzt auch in deinem Internet. So, ansonsten, Leute, Ja, Bob. habe ich noch ein Thema. Oh. Ein sehr interessantes Thema. Es ist wieder was Psychologisches. Ja. Denn wir Ist alle euch mögen eigentlich ja. aufgefallen, dass eure Verkaufskiste, wenn die aufgeht, da sind ja 2 Fackeln hinter. Ja. Es sieht aus, als wenn ein dämonisches Vieh mit brennenden Augen mit dir redet. Und mir fällt gerade auf, die Animation von dem Deckel, der hochgeht, du siehst richtig, dass der beim Hochgehen, dass der Griff einmal kurz dreidimensional wird. Ja. Ja, der hat sich echt Mühe gegeben. Hat er richtig gut gemacht. Krass, Alter. Und jedenfalls wollte ich euch den Ach ja, Mere richtig. Exposure-Effekt vorstellen. Den was? Danke. Nochmal bitte. Mere Exposure. Mere Exposure. Mere Exposure. Mirror wie Also Mirror, der Effekt des bloßen Kontakts. Ah. Also nicht Mirror so wie Mirror, sondern Mirror so wie bloß. Und zwar, also, weiß ich nicht, wahrscheinlich habt ihr schon mal davon irgendwie gehört. Auf jeden Fall habt ihr das schon mal erlebt, garantiert. Jeder von euch, auch ihr da draußen. Braucht mir gar nichts anderes erzählen. Und zwar geht es darum, also ganz simpel gesagt, obwohl, nee, Moment. Gebt mal erstmal eine Theorie ab. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ja, Mike ist gerade beschäftigt, der kann sowieso gerade nicht. Okay. Dann, Ich habe keine Ahnung. ich auch nicht. dann, Also ich kenne das ja, aus Charmed oder so, wenn die da jemanden anfassen und irgendwie eine Vision oder so bekommen. Das passiert auch bei bloßer Berührung. Ja. Nee, Kontakt, nicht Berührung. Kontakt. Also, Kontakt muss nicht immer Berührung wenn sein. du es sagst, denke ich mir bestimmt, ja. Aber so, Garantiert, diesmal nicht. garantiert. ja, Echt? Ja, ich glaube mal doch. Doch. erzähl's jetzt Ähm, einfach. Oder gib uns Und einen zwar, Tipp. also ganz simpel gesagt, ist es die Vorliebe für Dinge, Okay. mit denen man vertraut ist. So, das ist jetzt aufs absolut Wesentliche runtergebrochen. Mir fällt gerade auf, müssen wir irgendwie mal zum Dorfplatz oder so? Ja, ich hab, Nee. Ah ja, doch, Hä? wir müssen doch zum Winterfest. Aber, Und das beginnt Haben wir übrigens es jetzt schon morgens um 9. Also es könnte sein, dass wir es verpasst haben wir es jetzt echt verpasst? haben wir Weihnachten verpasst? Das ist mir nämlich letztens Oh, auch beginnt um passiert. 9 und jetzt, Alter, krass. ich habe gerade 3 Keybohnen aus dem Loch Aber bekommen. steht das sonst nicht immer unten da? Fest des Wintersterns hat irgendwie begonnen und so? Ja, ne? Ja. Stimmt, das stand gar nicht da. Ich habe gerade 3 Keybohnen aus so einem Wurmloch geholt. Beginnt um 9 auf dem Stadtplatz. Ihr könnt mich hören, oder? Ja. Okay. Ja. Hä, was ist denn das für eine Kacke? Freut euch für die Gar kein Weihnachten dieses Jahr. Was ist denn das Scheiße, für eine Scheiße? ich stelle hier? mich jetzt hier einfach an den Weihnachtsbaum. Komm, wir holen uns Schnaps, wir besaufen uns. Na gut. Nee, ich gehe jetzt wieder zur Insel. Ich Geh noch in den Nein, Vulkan. der Saloon ist zu. Ja, jedenfalls, na gut, jedenfalls der Effekt des bloßen Kontakts, die Vorliebe für Dinge, mit denen man vertraut ist, das kann sich in allen möglichen Dingen äußern. Wörter, Schriftzeichen, Gemälde, Gesichtsbilder, Menschen tatsächlich sogar. Okay. Na, alles, was man schon Und kennen das könnte. besagt, dass man quasi, je öfter man einer Sache ausgesetzt ist oder je öfter man eine Sache sieht,
desto vertrauter wird man mit dieser Sache und desto positiver bewertet man diese Sache. Also das wenn man ist im nicht ausnahmslos. Nationalsozialismus groß wird. Fragen erst später. Okay. Es war keine Frage. Fragen aber- bitte, Fragen bitte nach dem Vortrag. Genau. Und also es ist nicht immer so. Ne? Es gibt auch Gegenbeispiele. Aber es hängt halt damit zusammen, dass meistens neue Sachen sind natürlich erstmal, da verspürt man Angst oder man versucht das zu meiden. Neue Sachen sind erstmal böse, also lehnt unser Gehirn, unser Verstand meistens erstmal ab. Und jetzt ist es aber so, also man kann das, glaube ich, sehr stark auf Personen beziehen. Oder da hat man es so in der auf der Sozialschiene. Wenn man jetzt zum Beispiel jemanden sieht, also es reicht nur jemanden zu sehen. Moment, Tagebuchfetzen. Komm. War ein regnerischer Tag und auf einem einsamen Felsen sah ich eine schöne Jungfrau. Geschichten, die ich von Meerjungfrauen gehört hatte, die Sirenengesänge sangen, aber es gab keine Note, die sie aufbringen konnte. Am nächsten Morgen erspähte ich ein Arrangement aus Stein am schäumenden Ufer. Steine so groß wie Pfennige und Steine so groß wie Kupfergeldstücke waren sie. Wenn aber dieser geplagte Seehund eine Melodie heulen könnte, würde sie vielleicht zu Black Girls Schatz führen. Mysteriös. Was? Dann wäre es vielleicht ein Lied von Black Sabbath? Genau. Genau. Jedenfalls mit diesem Exposure-Effekt. Ihr seht einfach eine Person und jetzt ist die Voraussetzung, dass ihr das so mehr oder weniger positiv bewertet, dass ihr diese Person seht. Oder dass ihr diese Person positiv bewertet. Ja. Oh, shit. Wow, 2 Drachen. 3 Wochen. Und dann, je öfter ihr diese Person trefft, desto mehr mögt ihr die. Also es geht sogar bis in Richtung Attraktivität und so. Ich habe sie jetzt schon das 10. Mal mit dem Stein getroffen. Jetzt finde ich sie attraktiv. Nee, hat ja nichts mit Steintreffen zu tun. Einfach nur sehen. Also das ist halt so eine Sache, keine Ahnung. Gehst auf eine Party, ne, gemeinsame Freunde und so. Und da siehst du jemanden, musst ja nicht mal unbedingt mit der Person reden, aber denkst erstmal so, ja, okay, sieht ja ganz gut aus. Oder scheint ja nett zu sein oder was auch immer. Und dann auf der nächsten Party siehst du die Person halt wieder und schon setzt dieser Effekt ein. Du musst aber eine Sache bedenken. Dein Betrunkenheitszustand. Nein. Denn sonst trinkst Fragen du erst nach dem Vortrag. Sonst trinkst du dir die nur schön. Und jedenfalls, das geht allerdings nicht bis ins Unendliche, sondern, gibt natürlich super viele Studien dann zu dem ganzen Bums. Tatsächlich bis zwischen 10 und 20 Mal. Danach kann es wieder abnehmen sogar. Ja. Fand ich super interessant. Was gibt's noch? Ganz krasses Ding ist natürlich Werbung mit diesem Mere-Exposure-Effekt. Der spielt da nämlich schön rein. Und da hat man rausgefunden, es kommt gar nicht so... Oh, shit. Oh, ich sterbe, glaube ich, gleich. Ah, nee, doch nicht. Sehr gut. Es kommt gar nicht auf die... Also man muss der Sache nicht sehr lang ausgesetzt sein, sondern je kürzer man der Sache ausgesetzt ist und je öfter, desto mehr bewertet man das positiv. Also deswegen so kurze Werbung, aber dafür öfter ist quasi besser. Ja. Ja, krass. Und das fand ich, also ich kannte diesen Effekt tatsächlich schon, aber ich kannte nur aus der, wie nennt man es denn jetzt? Werbung. Aus der Sozialpsychologie. Also ich hatte das nie mit Werbung in Verbindung gebracht. Also ich kannte das nur mit zwischenmenschlichen Verhältnissen, je öfter man jemanden sieht und so weiter. Also ich kannte den aus der Erfahrung heraus, aber ich kannte den Begriff nicht. Ja, ich bin irgendwann mal, wie bin ich denn durch irgendeinen Comic da, oder irgendwie, wie war denn das? Irgendwer hatte davon erzählt, also irgendein Paar, was halt zusammengekommen ist und die hatten davon erzählt, wie die sich halt getroffen haben und so. Und dass das nur durch diesen Effekt sind die halt dann so irgendwann mal ein Paar geworden. Und dann hatte ich mich mal darüber belesen und dann so, okay. So funktioniert das also. Du musst quasi einfach nur da sein. Aber du musst anscheinend auch einen guten ersten Eindruck machen. Du musst halt auch daran denken, dass Menschen, dieser Spruch, jemanden nicht riechen können, der ist ja nicht einfach so da. Du merkst, so auf biologischer Ebene sagt dir dein Körper schon, ob du
die Menschen magst oder nicht. Ob du das willst oder nicht. Ja, aber auch mit Gerüchen kann das sein. Ja, auch das ein meine Geruch, ich ja. den du jeden Tag irgendwie ein bisschen ausgeliefert bist. Ach so. Das kommt ja auch noch dazu, Genau, dass also du stimmt. anfängst, sogar das zu mögen. Ja, das ging auch mit Musik genauso. Und das haben sie sogar getestet an Küken, also an noch nicht geschlüpften Eiern. Butch, drück auf OK. Ja. Ich sehe das jetzt nämlich, wer hier noch nicht gedrückt hat. Bei Küken haben die das ausprobiert. Da haben die verschiedene Eier mit verschiedenen Tönen, Frequenzen immer wieder so ein bisschen beschallt. Und als sie dann geschlüpft waren, haben die dann diese Töne sozusagen abgespielt. Und die Küken sind halt zu ihren entsprechenden Tönen, ich sag mal, hingegangen. Weil sie die halt als angenehm empfunden haben. Ja. Und da dachte ich mir so, Alter, das ist krass. Aber weißt du, was das bedeuten kann? Das kann bedeuten, dass die Forschung an der Stelle einen entscheidenden Fehler gemacht hat. Denn es ist doch vollkommen klar, dass die Küken natürlich auf Geräusche reagieren würden, die sie während der Zeit im Ei gehört haben, weil das ja nur Geräusche sein können, die theoretisch die Mutter gemacht hat. Ja, also das ist ja das, was das Ding auch besagt, ne? Also Ja. es ist was Vertrautes. Ja. Es ist halt ein Ton, und dadurch gehen die automatisch dahin. Du hast also die Biologie ausgetrickst. Quasi, ja. Ja, in dem Fall ja wirklich. Nicht einfach nur quasi, sondern wirklich. Und das fand ich halt mega, mega krass, mega interessant. Und genau, und bei Musik ist es dann halt genauso, dass, wie war denn das? Quasi, du hörst erstmal ein Lied. So, dann ist das vielleicht erstmal gar nicht so Ist gut. jemand von euch gerade an der Unimo-Kiste gewesen? Ich war gerade Die dran, ist ja. nämlich hier aufgegangen und hat lila geleuchtet. Ja, das muss so. Das muss so. Und genau, also so ist das teilweise mit Musik. Man hört dann irgendwie einen Song und findet den erstmal so, naja, okay, ja, geht so. Und irgendwann hört man den mal wieder öfter und irgendwann findet man den anscheinend dann gut. Und da muss ich zugeben, das ist mir tatsächlich auch schon passiert. Ja, so, wo man am Anfang erstmal so, ja, gut, okay, ist halt ein Song, den gibt's halt so, ne? Und irgendwann feiert man den irgendwie. Magst du denn jetzt dieses beste Lied? Um Gottes Willen, nein. Das ist ja genau das. Dann hörst du dir öfter an. Nee. Das ist ja das, was ich vorhin meinte. Dass es natürlich auch das Gegenbeispiel gibt. Deswegen, wenn der erste Eindruck negativ ist und du dann immer wieder dieser Sache ausgesetzt wirst, dann bewertest du die Sache immer negativer. Also dann wird es immer schlimmer. Okay. Das ist nämlich das Umgekehrte daran. Ich dachte Deswegen ist das so mit erster Eindruck und so, ist gar nicht so verkehrt. Ich dachte gerade, ich hätte jetzt quasi verstanden, wie man das Leben durchspielt und könnte leider nicht. Könnte jetzt endlich die Frau fürs Leben finden, indem ich mir einfach eine aussuche, der ich jeden Tag auf den Sack gehe, bis sie endlich aufgibt und sagt, okay, gut. Es gibt ja tatsächlich einen TED-Talk darüber, was irgendwie einer mal gemacht hat, wo es um warum Penny eigentlich mit Leonard zusammengekommen ist. Wahrscheinlich genau wegen dem, was wir gerade gesagt haben, oder? Weil er einfach immer da war. Ja. Weil er einfach, egal in welcher Situation, er war halt immer irgendwie da, sodass sie halt alles, was in ihrem Leben passiert, quasi mit ihm verbindet. Und er so ein fester Bestandteil des Lebens wurde, dass sie quasi keine Wahl mehr hatte. Er auch nicht im Endeffekt, ne? Das klingt immer dann so aber sie echt übel, aber schon naja, eine Menge. also bei Big Bang Theory muss man ja schon sagen, oder überhaupt bei diesen Chuck Lorre-Serien, die sind ja schon echt, also die Kerle sind ja teilweise echt schon hässlich? Ganz schlimme Rollen eigentlich. Also ja, schon extrem manipulativ und deren Lügen sind immer irgendwie okay und wenn die Frauen dann lügen, dann ist das immer irgendwie großes Drama. Also es ist schon ganz schön eklig, wenn man mal ein bisschen weiter rein Na gut, steigt. hier Chuck Lorre oder wie auch immer er heißt, hat halt auch Two and a Half Men gemacht, ne? Ja. Deswegen, aber das ist halt so die Sache mit dem Mere Exposure-Effekt. Kann halt auch ein bisschen manipulativ sein, ne? Ja. Also, weil, so wie du jetzt meintest, Mike, so, ne? Also prinzipiell könntest du wahrscheinlich da rausgehen in die Welt. Suchst dir da so eine aus oder einen. Zeigst dich am Anfang so mal zufällig und so von so einer guten Seite und dann triffst du sie zufällig mal wieder irgendwo anders. In Wirklichkeit bist und du so voll und der dann einfach Stalker. immer öfter.
und dann irgendwann so, lass mal was machen. Ja, du bist irgendwie immer da. Ja gut, dann lass uns mal jetzt Liebe machen. Okay. Du bist gerade da. Was ich auch noch interessant fand, die haben auch noch gesagt, so zwecks Begegnung und Kontakt und so. Das spielt tatsächlich auch noch ein bisschen rein, wenn man so gleiche Vorlieben hat. Und räumliche Nähe. Naja, man sollte schon. Da gibt es noch viel mehr. Vorlieben. Jetzt hör mal auf, mir ständig dazu zu reden. Und zwar haben sie mal ein Experiment gemacht mit Studis an der Uni, deren Zimmer räumlich nah beieinander sind. Und da haben sie festgestellt, okay, die Leute, die räumlich nah beieinander sind, also die sich natürlich dann auch öfter sehen, also auch wenn sie gar nichts studientechnisch miteinander zu tun haben, sind natürlich besser befreundet. Und dann haben sie aber auch noch gesagt, räumliche Nähe und gleiche Interessen sind jetzt per se nicht irgendwie das Ding für diesen Effekt, weil, wenn du natürlich gleiche Interessen hast und räumliche Nähe, dann siehst du dich natürlich auch öfter. Ja, weil du natürlich die gleichen Sachen unternimmst, ne? Da dachte ich mir so, okay, also ist doch noch ein bisschen mehr gehört irgendwie dazu. Aber trotzdem auf jeden Fall, also für mich absolut interessante Sache, das ganze Konzept da. Scheiße. Greif mich doch nicht an, während ich Ginger Ale trinke. Ey, diese Hofarbeit gerade ist einfach... Butch, Fragen erst nach dem Vortrag. Achso, ja, ich bin jetzt übrigens fertig. Das glaube ich dir nicht. Jetzt könnt ihr eure Fragen stellen. Ich will keine mehr stellen. Du hast mich zu oft angeschrieben. Ja. Hätte ich nur einmal das ist mir egal, das ist zu viel gewesen. Also ich fand deinen Vortrag sehr gut. Du hast flüssig geredet. Du warst gut vorbereitet. Nee, ich finde das extrem interessant. Allerdings war ich auch nicht so überrascht. Wie gesagt, ich kenne es aus der Erfahrung heraus, aber jetzt nicht vom Namen her, ne? Wenn Butch sich wieder mal hier alle klar gemacht hat, damals auf der Klassenfahrt. Nee, nur eine, tatsächlich. Nur eine? Aber das hier... Das war nicht, aber die dann richtig. Es war auch nicht auf der Klassenfahrt, sondern es war irgendwie vor ein paar Jahren und wir hatten uns schon irgendwie mal im nicht Party unbedingt Kontext, aber schon mal in einem ähnlichen Kontext irgendwie gesehen und war halt irgendwie eine Bekannte oder eine Freundin von einem Kumpel. Und ja, gemeinsame Freunde, das genau, der hat sie halt wieder mitgebracht. Guter Auslöser und dafür, an dem ja. Abend haben wir uns dann so gut verstanden, dass, ja. Das hier ich ein habe dann bisschen aber auch Ziel. Nö, das nicht. Oh. Aber gleich bei den nächsten Malen, wo wir uns gesehen haben, war das halt schon wieder vorbei. Knickknack. Was jetzt? Achso, okay. Weil ich wollte eben sagen, das ist halt so, ne, je öfter man sich sieht, also ab einer gewissen Anzahl geht es ja anscheinend dann wieder runter, so, ne? Die Zahl war hier 2. Aber, ja. Na gut, Ausnahmen gibt es ja immer. Definier bitte, es geht wieder runter. Was genau meinst du mit runter? Na, du wirst dann wir müssen ja jetzt nicht immer die ganze Zeit über Personen reden. Gehen wir von mir aus auf Musik. Nein. Du hörst das erste Mal, es ist jetzt nicht seelenlos scheiße, also eigentlich ganz okay. Dann hörst du es ein paar Mal öfter und findest ihn irgendwann richtig gut, den Song. Und irgendwann bist du dem Song aber so oft ausgesetzt, dass du dann irgendwann sagst, der nervt mich. Ja. So, also einfach, wenn du es, wie nennt man das denn, wenn man es drüber hat? Überhört, genau. Wenn man einfach zu Tode genervt ist davon. Genau, also wäre zum Beispiel bei Werbung ja auch so ein Ding, ne? Ja. Also erst so, ne? Und dann findest Raid du es Shadow vielleicht Legends. Oh mein Gott, ne, aber da ist es genau das andere Ding, ne? Ich fand es von Anfang an scheiße und mit jedem Mal, dass ich es gehört habe, fand ich es immer beschissener. Ja, aber du fängst ja, also selbst wenn du es von Anfang an hättest leiden können, wäre es ja so gewesen, dass du es eigentlich mit etwas Negativem anfängst zu verbinden. Ne, weil es ja quasi die Werbung ist, die dich davon abhält, das YouTube-Video gerade zu gucken. Ach so, ja, okay. Könnte man aber sagen. Ja, deswegen, also ist alles so, ne? Schon recht interessant. Fand ich jedenfalls. Ja. Oh, es ist Freitag, meine Kerle. Bedeutet? Krobus. Wir müssen zu Krobus. Wir müssen mal noch schnell. Alle gleichzeitig. Okay. Aber ganz schnell. Richtig.
Okay. Treffen in der Kanalisation. Jawohl. Ja. Oha, scheiße. Ich habe nämlich eben tatsächlich auf den Themenzettel geguckt, was als nächstes draufsteht. Und da steht natürlich Krobus Sprinkler. Na, zum Glück. Und jetzt hat es sogar mal was Stell dir gebracht. mal vor, da würde Sprenkler stehen. Dann würde ich immer noch dran denken, dass wir Sprinkler holen müssen. So, ich bin auf dem Hof. Jetzt, wo ich den Ritterhelm aufhabe und dann mit meinem Pferd reite, hat das noch viel. Du solltest deinem Pferd den Ritterhelm aufsetzen. Oh ja. Vielleicht mache ich Okay, das noch. ich bin jetzt an der Bushaltestelle. Also ich stehe draußen vor der Kanalisation. Man kann schon reingehen. Nur noch Jetzt nicht in der ansprechen. Ja, das habe ich verstanden. Na gut, ansprechen schon, aber halt noch nicht kaufen. Wir müssen ihn dann quasi alle gleichzeitig anquatschen. Genau. Und gleichzeitig Sie. kaufen, oder? Gleichzeitig kaufen nicht, aber wir müssen halt alle in diesem Dialog, in dem Fenster quasi so drin sein. So, hallo meine Kerle. Hallo, mein Kerl. Hallo, mein Kerl. So, so, ich habe ihn jetzt gerade angesprochen, bin jetzt im Ich Verkaufsdingens. habe ihn Ich auch. angesprochen, aber ich bin auch im Verkaufs. Okay, na dann, Sprinkler. Sprinkler. Ich habe einen. Ich auch. Ich auch. Geil! Großartig. Geil! Nice. Hier, Schmaddi, nur für dich. Geil. Ich glaube, ich habe das falsche Pferd, aber ist egal. Ich gehe sofort wieder auf die Ingwerinsel und setze die auch. Sprinkler gleich mal. Obwohl, nee, oder brauchen wir die fürs Gewächshaus gerade? Fürs Gewächshaus nicht. Oder ist Gewächshaus schon fertig besetzt mit Iridium-Sprinklern? Das Gewächshaus ist doch fertig. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Vorhin, wozu kommst du denn jetzt auch mit? Nee, siehst Ja, du, weil das ich ist auch noch einen nicht fertig. Sprinkler habe. Achso. Pack ich den nämlich hier in die Truhe rein. Ich habe meinen Das einfach in die heißt- Junimo-Truhe gepackt. Ich bin nämlich schlau. 1, 2, warte mal. 1, 2 Felder. Achso, ich muss ja einfach nur hier hinstellen. Ne? Die Daten, die Baten, Bidu. So, und dann haben wir nämlich hier gleich mal noch 4 Qualitätssprinkler übrig. Die können wir Wer nämlich war noch eigentlich schön- euer Wichtel dieses Jahr? Na, ich hab's gesagt, aber er hat's ja raus. Harvey. Du hattest Harvey, ich hatte Pierre. Harvey wäre es gewesen. Und Harvey liebt Kaffee. Und wir kriegen ja jeden Morgen Kaffee. Ja. Deswegen ist also ist halt super einfach, den zu beschenken. Ich hatte Pierre. Und ich Oh, kann was macht denn nicht Pierre? leiden. Ja, das ist halt die Frage. Ich habe ein geliebtes Gericht bei ihm stehen. Oh. Kann er aber vergessen, dass ich das für ihn mache. Ich überlege gerade, mochte der nicht Denkt auch der denn, wer der Sashimi ist? oder so? Der Pierre. Geld mag der. Ja, Ihm das stimmt. Geld schenken. Der ist ziemlich geldgeil. Ich trinke, glaube ich, erstmal einen Kaffee. Kaffee. Ja. Kaffee, schön schwarz und lecker. Kann ich hier noch was Neues schneidern? Oh ja. Ginger Ale und Stoff ergibt Gingerstoff. grüne Latzhose. Was? Grüne Laktose? Genau, grüne Laktose. Wer kennt sie nicht? So, das noch da rein. Oh, haben wir wieder genug Iridium? Oh ja. Geil. Die, da, die, da, die. Da, die, Das kommt da noch rein. Was machst du, Ich Mike? laufe hoch und runter. Mach was Sinnvolles. Tu ich. Such nach Du Tagebuchfetzen. hast mir gar nichts zu sagen. Na doch schon. Nein. So, das da. Das ist Suche nach Tagebuchfetzen. Also hier hinter diesem Teich liegt keins. Dann such weiter. Hier ist ein Busch, dahinter ist auch nichts. Ach Mann, mir ist ja, musst du noch mal- langweilig. Musst du nochmal genauer Wäre so hingucken. lustig, wenn du jetzt trotzdem da ein Tagebuchfetzen rausziehen würdest. So, also hier hinter wär dem. schon- Oh. Wo hast du das jetzt her? Das kann ich euch nicht sagen. So. Ich kriege immer mehr Hier auf- mumifizierte Fledermäuse. Dann Das ist doch hast du schön. wohl so einen ägyptischen Arzt da irgendwo in Fledermaushausen. In der Betthöhle. Haha. Ah. Das kann weg. Ich hab keine Briefe mehr. Oh, wo kam das gerade her?
Ich habe gerade Der Mike geht mal seine Briefe durch. Ja, Und da ich- findet Achso. er noch ganz viel. Ich habe in meine Quests reingeguckt und da war irgendein Robins Ressourcenrausch oder so. Ah, das ist ja schon. Da habe ich dann Das ist eine Weile her. da habe ich, 1000 da hab Folgen ich her einfach mal oder so. auf OK gedrückt. Sehr gut. Ja. Manchmal tue ich auch. Oh, Mist. Oh, ich bin auf dem Hof im Schnee. Ah, ich auf der Insel auf dem Hof. Naja. Reicht ja auch. So. Bob. Äh, Bob hat es nicht ins Bett geschafft. ja, Folge ist vorbei. Folge ist schon wieder vorbei. das stimmt. Dann für weitere Folgen. Lasst da gern hier ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr das nicht. Glaube- Jeden Vor allem Freitag. für das große Staffelfinale. Oh, stimmt! Leute, Stimmt! Nächste Folge, Staffelfinale. Stardew Valley Jahr 4, Season 4, wie auch immer. Pfaffelstinale. Und um euch da die Wartezeit noch zu verkürzen, könnt ihr hier bei der Macintosh vorbeischauen. Schön auch jeden Tag eine Folge Stardew Valley gucken, bevor hier dann das große Staffelfinale kommt. Und ich will nicht sagen, dass wir uns hier gar nichts überlegt haben, aber ich will auch nicht sagen, dass wir uns hier was überlegt haben. Also eigentlich ist es quasi Schrödingers Überlegtheit. Entweder wir haben's Genau. oder wir haben's nicht. Das wissen Und das wir- findet er nämlich, das findet er erst heraus, wenn er die Folge guckt. Genau. Finde ich gut. Gut, alles klar, dann sehen wir uns hier nächsten Freitag zum großen Staffelfinale wieder. wup, wup. Yes, my muscles are getting bigger. Tschüss. Tschüss. Tschüss.